Grüß euch miteinander. Mich kennt ihr schon von einigen Videos. Mein Papa ist halt dabei, der Josef. Hallo, servus. Servus. Und er wird euch heute ein bisschen erklären, was man so braucht, dass man mit dem Hypo anfangen kann zum Fahren. Weil natürlich der Start, man sieht das ein bisschen bärmert, die ist ja noch nicht so viel gefahren. Und das ist extrem schwierig, dass man da in eine Routine reinkommt. Ja, jetzt fährt der Daniel. Er versucht es vielleicht besser zu machen wie ich, aber das ist schwierig, weil das da sehr steil ist und alles auf einem Haufen beieinander liegt. Jetzt müssen wir da ein bisschen was aussortieren. Und beim Anlegen ist das Problem, dass halt auf der Vis-à-vis-Seite ein leichter Hang ist, dass das Holz wieder runterrutscht. Das kann passieren, dass es wieder runterrutscht und muss man halt nachgreifen. Wir werden da jetzt versuchen, mit den stärkeren Holz, was über 8 cm haben, Zopfdurchmesser, werden wir Faserholz machen und das restliche werden wir halt Hochschnitzel machen. Wir schneiden das auf 4 Meter an. Zwischen 2 und 4 Meter geht Faserholz und wenn es geht, probiert der Daniel das ein bisschen sortieren, aber bei den Haufen wird es eh nicht gehen. Dass man das Faserholz und das Schleif- und Hochschnitzelholz ein bisschen extra hat. Aber das ist vom Platz her sehr eng da. Man kann das glaube ich nur auf einen Haufen zusammen und dann während dem Auflohnen sortieren. Die Tochter und ich haben das vor Weihnachten nochmal umgeschnitten, weil durch den Klimawandel schon die Gefahr besteht, dass es Käferbaum werden. Und dass man da ein bisschen vorbeugen kann, haben wir da halt großzügig ausgeschnitten. Kannst du noch ein bisschen anschauen, das ist ca. 30 Jahre alter Bestand. Und das Gelände hat da ca. 35 bis 40% Hangneigung. Und mit dem Prozessor, was wir jetzt haben, ist halt der Vorteil, dass man das alles bis zum Forstweg herziehen kann und hier aufarbeiten und keine großen Probleme hat mit dem Wegtransportieren. Man braucht kein Vorwart und nichts. Der Vorteil ist halt auch, dass man halt durch das Umschneiden und Zuziehen sehr schnell ist. Man macht da halt auf fast einen halben Hektar pro Tag, wenn man es nur umschneiden braucht und zuziehen braucht. Und das ist sehr schonend für einen Menschen halt. Weil ich damals Probleme gehabt habe mit dem Kreuz, Rückenprobleme gehabt habe
haben wir das Video gesehen über den Prozessor, Hyperprozessor, dass es sehr Erleichterung ist für mich. Und dadurch haben wir sich das gekauft halt. Meine Eltern haben halt damals immer noch Kahlschläge gemacht. Dadurch haben wir halt sehr viel Fichtenkulturen, weil das damals so üblich war. Und jetzt haben wir so Fichtenkulturen im Alter zwischen 20 und 40 Jahren. Haben wir fast 20 Hektar. Und da ist jetzt sehr viel zum Durchforsten. Und das ist halt eine sehr große Erleichterung. Man sieht es da eh. Wenn man das Holz da anlegt, dass es halt leicht runterrutscht. Da hat man jetzt gesehen, wenn beim ersten Mal durchfahren ein paar Äste drauf sind, kann man wieder retour fahren, der schneidet nämlich auf der Gegenseite auf. Kann man entlasten beim Retourfahren. Das ist auch ein super Vorteil, dass man es wirklich ziemlich sauber bringt. Und die Längenmessung funktioniert auch sehr gut. Der hat nämlich ein Messradl drauf, wo er halt wieder retour rechnet, dass die Länge immer gut passt. Vorige Woche habe ich mal probiert, auch Hartholz mit dem Prozessor durchzulassen. Das geht auch, aber bei den Eschen und Buchen muss man halt die stärkeren Äste wegschneiden. Und der Vorteil ist halt, dass man es halt nicht abschneiden muss und mit der Seilwinde wieder joggern muss, sondern gleich alles neben der Straße hat. Man kann halt den Durchmesser nicht so stark machen, weil es doch schwer ist. Da kann man halt nur bis 30 cm Durchmesser das Holz bearbeiten. Bei Fichte und Kiefer, Lärchen kann man bis 40. Ja, der Daniel kann das besser wie, weil er auch schon viel gefahren ist. Ich bin meistens der was umschneidet und zubezieht und dann mit dem Kranung ausführen tut. Ja, man sieht es eh, da ist sehr hohe Böschung. Jetzt werden wir schauen, wie er das da hinbringt, dass nicht alles runterrutscht. Ja, das Holzmaterial ist ein bisschen ein schwaches Holz, aber wenn man das alles händisch machen muss, braucht man auch sehr lange und ist sehr körperlich sehr anstrengend.
Der Weg sollte halt mindestens 3 bis 4 Meter breit sein, dass man sich ein bisschen rühren kann. Wenn das zu eng ist, steht man halt überall an. Mit dem Holz und mit dem Kran nachher. Aber ist immer noch besser wie ein Prozessor oder Harvester, der was alle 10, 15 Meter so ein großes Schleißen macht und trotzdem auch nachher noch was verletzt. Und man schaut, das Ostmaterial schaut jetzt sehr viel aus, aber in Wirklichkeit nach 2 Jahren oder nach 3 Jahren sieht man von dem Ostmaterial sehr wenig, weil das durch den Hypro durchgeht und dann ja, gebrochen wird, genickt wird, durch das verrottet es sehr schnell. Jetzt sieht man das da hinten. Normalerweise ist der Hypro anders montiert, dass der Hypro hinten montiert ist und der Ölversorgung vorne. Aber wir haben das so beschlossen, mit dann sehr viel leichter und wendiger ist er, wenn man den Hypro vorn montiert und hinten die Ölversorgung hat. Erstens braucht man keinen Drehsitz und man sitzt sehr gut um. Wendiger ist man und hat sehr viele Vorteile. Dafür fahren wir alles von oben nach unten. Dadurch können wir das Gewicht nach hinten verlagern. Das ist eine Entlastung vorn für die Achse. Und das Astmaterial können wir leichter wegräumen, weil du immer rückwärts fährst und das Astmaterial nicht drüber fahren musst. Schauen wir mal den Wald runter. Das Holz sollen wir jetzt so schlägen, dass zum 90 Grad Winkel zum Straße liegt. Dadurch kann man es leicht aufarbeiten. Wenn es, so wie es da ist, nicht hundertprozentig funktioniert, ist auch kein Problem nicht. Weil den Kopf kann man drehen, wie man will. Und wenn man jetzt schaut, wir haben es sehr stark reduziert, dass man halt noch, dass ein Regen auch durch runterkommt. Man sieht, ein paar Lärchen sind da, ein paar Eichen und großteils Fichte, und das will man reduzieren, dass man die Kiefer, was noch sind, und die Lärchen fördert, dass man es fördert, dass in dem Bestand ist ein bisschen eine Naturverjüngung damals schon aufgekommen. Das haben wir stehen lassen und die Kiefer sind alles selber gekommen. Lärchen haben wir gesetzt damals und Fichten natürlich auch. Aber man sieht einen Unterschied, die Kiefer und Lärchen wachsen sehr schnell im Verhältnis zur Fichte und die Lärche braucht sehr viel Platz. Dafür haben wir heute rundherum mehr weggeschnitten.